Hallo liebe werdende Mama, ich bin Marie und in diesem Video erzähle ich dir 7 Dinge, die dir niemand über das Wochenbett erzählt. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Mit der Geburt der Plazenta beginnt das Wochenbett jeder frisch gebackenen Mama. Der Körper wird von jetzt auf gleich in eine neue Situation geworfen. Nicht komplett ohne Vorwarnung, aber doch recht abrupt verändern sich Körpergefühl und Hormonhaushalt erneut. Diesmal nämlich innerhalb weniger Stunden, also viel rasanter als im Laufe deiner 9 Monate Schwangerschaft. Hier ist es daher von großem Vorteil für dich, auf die kommende Situation vorbereitet zu sein und vielleicht das ein oder andere vorzubereiten. Im folgenden Video möchte ich dir daher 7 Dinge verraten, die dir vor der Geburt wahrscheinlich niemand über das Wochenbett erzählt. Los geht's! Nummer 7. Eine Dammnaht. Eventuell ist dein Damm während der Geburt ein wenig eingerissen oder, was mittlerweile eher seltener passiert, eingeschnitten worden. Das passiert, wenn der Kopf deines Babys einfach schneller ist, als dein Damm sich dehnen kann oder wenn nachgeholfen wird, weil das Gewebe zu fest ist. Sollte eine der beiden oben genannten Varianten bei dir zutreffend sein, hast du nach der Wundversorgung eine kleine Naht an dieser Stelle. Ist das der Fall, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Auch wenn die Stelle natürlich gut vernäht wurde und in der Regel unkompliziert verheilt, kannst du das Ganze unterstützen. Worauf du definitiv verzichten solltest, auch wenn es ein reizvoller Gedanke ist ein Sitzring. Ein Sitzring bedeutet zusätzlichen Zug auf die Narbe. Das ist natürlich eher kontraproduktiv und sehr unangenehm. Der gewünschte Effekt vom gepolsterten Sitzen bleibt hier leider aus. Wenn du also sitzt, zum Beispiel beim Stillen, dann bitte nicht im Schneidersitz, sondern mit parallel gestreckten Beinen. Stell dir einfach vor, du trägst einen Minirock und möchtest auf keinen Fall, dass jemand deine Unterhose sehen kann. Die Beine bleiben geschlossen. Generell solltest du nach der Geburt so wenig wie möglich sitzen. Am besten und sinnvollsten ist es, wenn du die ersten 10 bis 14 Tage liegst, im Bett mit deinem Baby und hier einfach entspannst, schläfst und Kraft tankst, so viel es geht. Fakt Nummer 6. Der Gang zur Toilette bekommt andere Abläufe. Nach der Geburt ist dein ganzer Intimbereich auch ohne eventuelle Geburtsverletzungen empfindlicher und leichter reizbar. Darum ist es sinnvoll, nach der Geburt mindestens die ersten Tage, je nach persönlichem Empfinden, aber auch länger, während du Wasser lässt, gleichzeitig mit warmem Wasser zu spülen. So musst du kein hartes Toilettenpapier benutzen, das deinen Intimbereich vielleicht zusätzlich reizt. Kommen wir in Verbindung damit direkt zum nächsten Punkt. Fakt Nummer 5. Die Wöchnerinnen-Einlagen fangen in den ersten Tagen nicht immer alles an Wochenfluss auf. Vor allem in den ersten Tagen nach der Geburt verlierst du noch ein wenig mehr Blut als an den stärksten Tagen deiner Periode. Hier kann es daher anfangs oft nötig sein, 2 Vorlagen hintereinander einzulegen. Habe für die ersten Tage also genug Einlagen zu Hause. Achte beim Kauf darauf, dass die Einlagen an der Unterseite kein Plastik haben, damit die Sauerstoffzirkulation gewährleistet ist. Hier eignen sich unter anderem die Pelzi von DM oder auch die Einlagen von Strampelpeter. Ich habe dir beide unten in der Infobox verlinkt. Um das Ganze ein wenig rutschfester zu machen, empfehle ich dir einmal Netzunterhosen, darüber eine gemütliche normale Unterhose, am besten dunkel und eine weitere Panty, also eine Unterhose mit Beinansatz, am besten eine Nummer größer als du sonst trägst, zum Fixieren. So haben deine Einlagen optimalen Halt. Außerdem ist es sinnvoll, die ersten Wochen eine wasserfeste Unterlage im Bett zu haben, damit im Falle des Falles die Matratze nichts abbekommt. Und spätestens eine Woche nach der Geburt wird der Wochenfluss deutlich weniger werden. Spätestens dann kannst du schauen, was du noch alles brauchst, um dich sicher zu fühlen. Fakt Nummer 4. Dein Körper ist weicher und sensibler. Nach der Geburt ist auf einmal alles anders. Nicht nur, dass das Baby nun in deinem Arm liegt und nicht mehr in deinem Bauch ist. Auch dein Körper fühlt sich ganz anders an. Dein Bauch ist schlaff und leer. Die Haut kann sich nicht so schnell zurückbilden. Deine Gebärmutter und auch die Organe brauchen Zeit, um an ihren ursprünglichen Platz zurückzuwandern. Außerdem muss sich die mittlere Bauchmuskulatur, die in der Schwangerschaft Platz gemacht hat, erst Stück für Stück wieder schließen. Es kann also sein, dass du dich dadurch etwas wackelig in deiner Körpermitte fühlst.
Zusätzlich produziert dein Körper durch das Stillen Hormone, die weiterhin auch jetzt nach der Schwangerschaft einen Weichmachereffekt auf deinen Körper haben. Wenn du also das Gefühl hast, du brauchst ein wenig Halt und Stabilität, kannst du dir ein großes Handtuch oder eine Decke stramm um den Bauch wickeln. Und das Gefühl von Stabilität kommt natürlich nach einiger Zeit von ganz alleine wieder zurück. Deine Bauchmuskulatur wandert Stück für Stück wieder an ihren ursprünglichen Platz in der Mitte deines Bauches zurück. Zusätzlich fördern kannst du diesen Prozess ab ungefähr 6 bis 8 Wochen nach der Geburt durch einen Rückbildungskurs. Hier wird gezielt die seitliche Bauchmuskulatur gestärkt und trainiert, um die Rektusdiastase, also den Spalt der mittleren Bauchmuskulatur, wieder zu schließen. Ein weiterer Punkt, den du bedenken solltest, ist deine Haut. Denn auch deine Haut am Bauch hat sich für deine Schwangerschaft bzw. für dein Baby gedehnt. Diese Haut braucht natürlich auch Zeit, um sich wieder zurückzubilden. Und diese Zeit darfst du deinem Körper auch geben. Fakt Nummer 3. Die Nachwehen können ein paar Tage andauern. Auch nach der Geburt muss deine Gebärmutter weiter arbeiten und sich zusammenziehen, um ihre ursprüngliche Größe wieder zu erreichen. Zum einen natürlich, um die Stelle zu verkleinern und zu schließen, an der die Plazenta mit der Gebärmutterwand verwachsen war. Und zum anderen ist die Gebärmutter nun wieder leer und muss ihre ursprüngliche Form und Größe annehmen. Natürlich sind die sogenannten Nachwehen nicht mehr so kräftig wie die Wellen unter der Geburt, aber vor allem beim Stillen, wenn dein Körper Prolaktin ausschüttet, sind die Wellen zu spüren. Auch hier kannst du aber, wie während der Geburt, bewusst entspannen und atmen, um mit und nicht gegen deinen Körper zu arbeiten. Nach einigen Tagen, vielleicht sogar schon etwas eher, werden diese Nachwehen dann immer weniger, bis sie schließlich ganz verschwinden. Deine Gebärmutter hat wieder ihre ursprüngliche Größe erreicht. Es ist übrigens gut möglich, dass du die Nachwehen nach jeder weiteren Geburt als ein wenig stärker und unangenehmer empfindest. Das hat den Hintergrund, dass die Gebärmutter sich jedes Mal nach der Geburt von maximal gedehnt auf ihre reguläre Größe verkleinern muss. Mit jedem Mal muss sie dafür ein wenig stärker arbeiten, weil sie von Mal zu Mal mehr strapaziert und gedehnt wird. Dieses Schmerzempfinden der Nachwehen ist aber von Frau zu Frau unterschiedlich und muss nicht auf dich zutreffen. Fakt Nummer 2. Schlafmangel. Natürlich ist jedes Baby anders, aber generell wirst du weniger Schlaf bekommen als vor der Geburt deines Babys. Hinzu kommt, dass du zumindest vorerst keine Nacht mehr am Stück durchschlafen wirst. Und das ist der Teil, der für den Körper anstrengend ist. Die fehlende Erholung am Stück. In den ersten Tagen schützt sich der Körper mit Endorphinen und anderen glücklich machenden Hormonen vor dem Gefühl des Schlafmangels. Nach einiger Zeit kann es jedoch sein, dass dein Körper Schlaf und Erholung einfordert. Hier kann ich dir nur den Tipp ans Herz legen, den fast alle werdenden Mütter bekommen. Schlafe, wenn dein Baby schläft. Fakt Nummer 1. Die ersten 2 Wochen Stillen sind sehr anstrengend. Ärzte und Hebammen sind sich einig, dass Stillen mindestens die ersten 6 Lebensmonate die beste Nahrung für dein Baby ist. Die ersten 2 Wochen Stillen verlangen meist einiges von dir, deinem Körper und auch deinem Baby. Sie bedeuten umgewöhnen und eingewöhnen. Und das nicht unbedingt nur nach der ersten Geburt, sondern auch bei der 2. und 3. Stillzeit. Natürlich weiß man beim 2. oder 3. Baby ungefähr, was einen im Wochenbett erwartet. Aber wie es letztendlich wird, weiß man vorher nicht. Vielleicht hast du auch beim ersten Mal nicht stillen können und möchtest es beim 2. Baby versuchen. Auch hier befindest du dich in einer ganz neuen Situation. Oftmals ist es auch einfach so, dass alles zusammenkommt. Zu möglichen Stillhürden oder Problemen kommen natürlich meist noch einige der Dinge hinzu, die ich in den Punkten 6 bis 2 aufgeführt habe. Das kann eine zusätzliche Hürde darstellen, vor der man sich nicht abhalten lassen darf. Darunter fällt sowohl eine eventuelle Geburtsverletzung, die dich immer wieder daran hindert, im Sitzen eine bequeme Position zu finden. Ein überempfindlicher Körper, der sich in Wunden oder empfindlichen Brustwarzen widerspiegelt. Das Hormontief aufgrund der fehlenden Wohlfühlhormone, die bis jetzt ja immer zuverlässig von deiner Plazenta produziert worden sind. Die Nachwehen, vor allem beim Stillen, durch das von deinem Körper produzierte Prolaktin und der Schlafmangel, den der Körper in dieser Form nicht kennt. Das alles kann dazu führen, dass man an sich und seiner Fähigkeit zu stillen zweifelt und alles über den Haufen werfen möchte. Aber auch hier möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie dir das Durchhalten leichter fallen wird.
Natürlich liegen nicht alle Faktoren des Stillens in deiner Hand und somit ist nicht alles von dir kontrollierbar, aber das, was du positiv beeinflussen kannst, solltest du versuchen zu beeinflussen. Als erstes dein Wohlbefinden und das Wohlbefinden deines Babys. Schaffe eine gute Grundvoraussetzung fürs Stillen. Macht es euch bequem. Da ihr die erste Zeit viel liegt und eventuell sowieso im Bett oder auf dem Sofa stillt, macht es euch bei jeder Stillmahlzeit gemütlich. Auch wenn ihr vielleicht nicht mehr den ganzen Tag im Bett liegt, legt euch für Stillen ganz bewusst, ganz gemütlich hin. Mein zweiter Tipp: Anfangs ist es super, um die Milchbildung zu fördern, nackte Haut auf nackte Haut zu stillen. So kann dein Baby dich noch besser riechen, deinen Herzschlag hören und seine Körpertemperatur an deine anpassen. Es fühlt sich wohl und ist entspannter beim Stillen. Mein dritter Tipp: Vielleicht entspannt es dich auch zusätzlich, den Raum ein wenig zu verdunkeln oder leise deine Lieblingsmusik laufen zu lassen. Wenn dein Baby diese Musik ebenfalls schon aus der Schwangerschaft kennt, hat es auch einen beruhigenden, positiven Effekt auf dein Baby. Und noch ein vierter Tipp für dich. Wenn du weißt, dass du beim Stillen Durst bekommst, habe dort, wo du stillst, immer etwas zu trinken stehen, damit du nicht kurz vor dem Stillen mit einem schon unruhigen, sehr hungrigen Baby loslaufen musst, um etwas zu holen. Bedenke immer, dein hungriges Baby wird tendenziell immer unruhiger. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich die Unruhe auf dich überträgt und ihr euch gegenseitig hochschaukelt. Hast du also vorgesorgt und somit gute Voraussetzungen zum Stillen geschaffen, überlege, ob und was du sonst noch brauchst, um dich rundum wohlzufühlen. Vielleicht möchtest du beim Stillen etwas lesen, wenn du gerade anfangs weißt, dass es etwas länger dauern kann, oder du hast dein Handy in greifbarer Nähe, um Nachrichten zu schreiben. Oder vielleicht möchtest du auch einfach nur dein Baby und den Moment genießen, dein Baby beobachten und alles in dir aufsaugen und die Erinnerung abspeichern. Mach es so, wie es sich für dich richtig und gut anfühlt. Zusammenfassend würde ich dir also gerne noch einmal ganz explizit Mut zusprechen. Mut, die ersten 2 Wochen durchzuhalten, beim Stillen, aber auch in Bezug auf alle anderen angesprochenen Neuerungen in deinem Leben. Es kann eine Probe an dein Durchhaltevermögen werden. Es kann schmerzhaft sein und es kann dich dazu bringen, aufgeben zu wollen und alles hinschmeißen zu wollen. Aber glaube mir, es wird einfacher und entspannter. Je länger du stillst, je länger du Mama bist, umso routinierter werden du und dein Baby werden. Und nach einigen Wochen wirst du stolz auf dich und dein Baby sein, dass ihr es geschafft habt, dass ihr weitergemacht habt, trotz Zweifel und der ein oder anderen Träne. Es lohnt sich. So, nun hast du einige zusätzliche Informationen über das Wochenbett, die dir helfen, dich auf die erste Zeit nach der Geburt vorzubereiten und entspannt zu bleiben. Wenn du mich unterstützen möchtest und dir das Video gefallen hat, gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video, deine Marie.